Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema, wie du die Krise der letzten 2 Jahre überstanden hast. Heute zu Gast Jenny von der Schwarzen Heide. Hallo Jenny, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Jenny, magst du dich mal kurz vorstellen und dein Konzept, was machst du? Also ich bin die Jenny, wie er schon gesagt hat, und ich habe 2 Läden, 2 Schweizer Läden in Kreuzberg und Friedrichshain. Kommt mal Schweizer Küche probieren in der Schwarzen Heide. Jenny, wie waren die letzten 2 Jahre in den schwierigen Zeiten auch für dich? Ich würde sagen, sie waren die herausforderndsten 2 Jahre in meinem Leben, aber auch es war gut, dass es passiert ist. Mit was für einer Herausforderung wurdest du konfrontiert? Der erste Lockdown war extrem schwierig und dann der zweite und dann wie geht es weiter, wie motiviert man die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Beim ersten Lockdown bin ich gerade vom Urlaub gekommen aus Sri Lanka und da war ich zum Glück sehr in meiner Mitte, weil ich kam an und ich habe wirklich noch den Überblick gehabt über alles und ich konnte ganz klar sagen, was ich möchte und wie es weitergehen wird. Und ich war auch sehr, sehr positiv gestimmt. Also ich war richtig in meiner Mitte. Ich war sozusagen, Du warst ready für Chaos? Ich war ready für Chaos. Ja. Aber halt in einem sehr strukturierten Weg. So. Wie hast du auf die ganzen Herausforderungen reagiert? Also es war halt ganz wichtig für mich, dass ich eben die Ruhe behalte und diese Struktur. Also in Deutschland ist es ja so, dass sehr, sehr viel Papierkram gemacht werden muss. Und ich wusste, aha, es gibt Hilfen und ich muss jetzt das und das und das und das machen und das alles. Und ich habe das einfach gemacht. Ich habe es gemacht. Ich bin über mich hinübergewachsen. Ne? Ich musste ja diese Kurzarbeit für jeden Mitarbeiter beantragen. Das war für mich, das habe ich noch nie gemacht. Ne? Und ich musste da richtig rein in das Ganze. Und mir wurde auch geholfen, also von diesen Leuten, von diesen die beim Arbeitsamt arbeiten, das war extrem cool. Also das war eigentlich wirklich cool. Ich war immer so glücklich, wenn ich was geschafft habe. Und dann, wo auch das Geld gekommen ist, das war natürlich mega cool. Was für eine Herausforderung hast du dann noch alles getroffen in der Zeit? Es war dann so, dass halt einige Mitarbeiter also extrem Angst hatten. Einige wollten auch gehen, also die in der Probezeit, die habe ich auch gehen lassen. Und es war halt schon so eine ganz krasse Unsicherheit da von allen. Ja, da wurde mir echt auch klar, also zum Teil war ich auch selber unsicher, weil ich wusste ja selber nicht, wie es weitergeht. Und ich sehe, okay, die Miete geht ab, die ganzen Kosten gehen ab und ich muss irgendwie die Mitarbeiter auch noch bezahlen. Es ist ja so, dass du immer in Vorleistung gehst. Du hast nur Ausgang gehabt, da? Keine Einnahmen? Ich hatte wirklich nur Ausgaben und keine Einnahmen. Und ich merkte, oh, immer mehr ins Minus. Aber ich wusste, ich darf es meinen Mitarbeitern nicht zeigen. Ich muss jetzt einfach cool bleiben. Weil es schwächer wäre oder? Es ist so, wenn du Inhaberin bist, wenn du Geschäftsführerin bist von einem Unternehmen, dann fake it until you make it. Ich kann es eben so beschreiben, wie du bist ein Pilot eines Flugzeuges und du merkst, oh Scheiße, wir stürzen wahrscheinlich ab oder vielleicht kann ich noch was machen. Und wenn du dann das den Leuten schon sagst, oh Hilfe und alle in Deckung, dann bricht Panik aus und das ist nicht gut. Man muss jetzt einfach einen coolen Kopf bewahren. Das ist der Tipp, den ich jedem geben kann. Einfach cool bleiben und wenigstens so tun, als hätte man die Kontrolle. Hattest du da zu dem Zeitpunkt auch eine Strategie schon? Meine Strategie war es, zu überleben. Ich wollte einfach überleben. Ich sah, okay, viele andere Restaurants gingen zu. Man kann durch Berlin laufen, dauerhaft geschlossen. Und ich dachte mir, oh, ich möchte nicht so enden. Und die hatten ja auch zu und Leute hatten mich auch angerufen, seid ihr jetzt zu? Ich so, nein, sie sind nicht zu. Und ich weiß, du hast auch einen großen Vater, du hast deine Zahlen gut im Griff gehabt. Ja? Ja, also, ja, muss ich jetzt sagen. Also, natürlich im Griff, ich wusste, wo ich stehe, aber das hieß nicht, dass es unbedingt super war, wo ich gestanden bin. Aber mein Glück war natürlich, mein Geschäft ist halt ein Wintergeschäft und ich habe natürlich dann diese November- und Dezemberhilfe bekommen, das war natürlich mega cool. Hast du auch digitale Tools genutzt? Ja, also ich habe jetzt nicht mehr genutzt wie auch schon. Zum Beispiel mein Reservierungssystem, das ist halt gut, das hat halt, das speichert alle Adressen und ich konnte über das System immer Newsletter rausschicken.
wann wir wieder aufhaben und einfach die Leute habe ich versucht bei Laune zu halten. Also konntest du deine Gäste auch updaten, ne? Voll. Für Stand der Dinge. Voll. Was hast du für die Zukunft geplant? Dass ich mit weniger Tischen eigentlich mehr Umsatz machen möchte. Das ist so mein Goal. Also das hat mir eigentlich gut getan, dass wir haben jetzt wirklich halb so viele Tische wie früher und der Umsatz ist aber gleich geblieben und das bedeutet, dass die Leute halt einfach mehr Vorspeisen und mehr Desserts nehmen, manchmal einen Espresso noch dazu. Wir haben mega gute Schnaps aus der Schweiz jetzt neu. Ich habe mein Weinsortiment extrem erweitert. Ich habe auch einen neuen Mitarbeiter, der das, ich habe neu eingestellt. Das ist auch krass, dass ich jetzt immer noch einstellen kann. Der sehr, sehr auf Weine spezialisiert ist. Und es ist mega spannend und die Leute lieben das auch. Und ich habe das erste Mal, machen die Leute Fotos von den Weinen, weil sie wissen wollen, wo der herkommt. Ah, toll. Und, also mehr Zusatzverkauf auch, mehr am Gast, mehr. Ja, da hat man auch viel mehr Zeit, weil sonst waren wir immer in der Schweiz am Juffle, ne? Von rechts nach links, die Streit, noch da. Und jetzt kann man sagen, du, die Streit ist weiter, können wir gleich auch weiter buchen und das ist einfach ein anderes Gefühl. Wir versuchen echt, und seit wir das jetzt so machen, haben wir nur noch gute Bewertungen, weil wir können uns um den Gast kümmern. Hat auch im Endeffekt den Mitarbeiter ein bisschen entschlackt, oder? Das ganze System voll. auch. Jenny, wirst du den Fokus wieder auf das Geschäft vor der Krise lenken oder Erneuerungen beibehalten? Also ich werde auf jeden Fall die Erneuerungen beibehalten. Also was wir zum Beispiel früher gehabt haben, wir hatten doppelt so viele Tische hier drin und wir waren halt einfach auf die Masse, also wir wollten einfach so viele Leute wie möglich bedienen. Und es ist so angenehm jetzt, wie es ist. Also man hat einfach Luft und lieber irgendwie Megatische, man kann sich darum kümmern und man fühlt sich sicher, nicht so nah beieinander. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Letzte Frage, worauf sollte man als Gastronom in der jetzigen Zeit am meisten achten? Was für eine Tipps hättest du auch für deine Kollegen? Also mit dem, wo wir am meisten gestruggelt haben, ist mit dem Personal. Ne? Das bedeutet, in der Kurzarbeit haben die natürlich noch weniger verdient, wie sie sonst verdienen. Also jeder weiß, in der Gastro verdient man halt nicht so viel und ich habe mich da einfach verändert. Ich bezahle extrem gut. Also es kann niemand von meinen Mitarbeitern sagen, oh, ich werde jetzt nicht gut bezahlt, aber dafür verlange ich auch was und ich wertschätze meine Mitarbeiter. Es ist extrem wichtig, dass man irgendwie in dieser schweren Zeit Leute um sich herum hat, die gerne für einen arbeiten. Es ist wirklich so. Ich habe gemerkt, also ich habe immer noch mein Team hier, die ich schon seit Jahren habe, und die arbeiten nicht, weil sie arbeiten, sondern die arbeiten eigentlich für mich. Und ich muss gucken, dass die sich wohlfühlen und dass die gehört werden und dass die eine Struktur haben. Und das ist extrem wichtig. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bleibt dabei bei unserem Kanal, abonniert ihn und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Ciao! Tschüss!